Immer wenn im Außen extreme Ablenkungen in Form von Krisen kreiert werden, können wir davon ausgehen, dass wir auf der anderen Seite extrem hohe Energieeinströmung haben. Und je verrückter die Außenwelt, desto stärker ist die Energieanhebung auf der anderen Seite. Diese starke Energieanhebung fließt insbesondere seit der Portalöffnung am 22.02.2022 hier ein. Und das war auch die Zeit, in der die große Ablenkung eingeleitet wurde mit den Worten der Zeitenwende. Einzigartige kosmische Strahlung strömen ein, fluten die Erde und unsere Körper, und es können Lichtkörpersymptome in uns auftreten. Diesen können wir allerdings sehr gut entgegenwirken, und wie wir das machen können, darum geht es in diesem Beitrag. Aber zuerst möchte ich einmal kurz über die aktuellen Energien sprechen, mit denen wir es jetzt gerade in diesen Tagen zu tun haben. Es ist zum einen der Neumond, der jetzt in den intuitiven Fischen steht. Die Fische, die mit der Gefühlswelt verbunden sind, die uns dazu aufrufen, in unsere Intuition zu gehen. Und an der Seite steht Jupiter, der Glücksplanet, den ich auch immer eng verbunden mit Jesus oder der Christusenergie sehe. Und dieser Neumond leitet schon die Energien ein, die uns erwarten im April, während der großen Jupiter-Neptun-Konjunktion. Und speziell Neptun ist eines der 5 Aufstiegsgestirne. Hier in unserem Sonnensystem haben wir 2 Aufstiegsgestirne, Neptun und die Erde. Und in unserer Galaxie steigen auf Sirius, die Plejaden und Orion. Und all diese 5 Gestirne haben ein Hohlzentrum. Und das Hohlzentrum der Erde ist uns unter dem Namen Innererde bekannt, und es schwingt bereits in der 7. Dimension. Und eine ähnlich hohe Dimension haben wir in uns. Denn wir werden diesen Wandel aus dem Inneren vollziehen, genauso wie die 5 Aufstiegsgestirne den Wandel aus dem Inneren vollziehen. Und in diesen Aufstiegsgestirnen brennt eine hochschwingende Flamme, die gehütet wird von dem Wesen Serapis Bey. Und eine gleiche Flamme brennt in uns, die gehütet wird von der Quelle selbst. Und was zu diesem besonderen Neumond, der in den Fischen steht, passiert hier in Neuseeland ist, dass ein heiliger See aktiviert wird, der Rutpunnamu. Das geschieht 2-mal im Jahr, immer, wenn der Neumond in den Fischen steht oder der Vollmond in den Fischen steht. Und ich habe schon viele Videos darüber gemacht, und einige von euch haben uns schon dabei begleitet, wenn ich mit meinen Seelenschwestern dort vor Ort war. Und genau heute findet wieder diese Aktivierung statt, dass ein Vortex-Portal aktiviert wird, der wiederum das Chakrasystem der Mutter Erde aktiviert. Das heißt, unser eigenes Chakrasystem wird jetzt aktiviert auf die höheren Frequenzen, was mit einer DNA-Aktivierung verbunden ist. Zudem haben wir am 3.3. die Venus-Pluto-Konjunktion. Venus steht ja einerseits für Liebe, aber andererseits vor allem auch für Werte, für das, was wir als wertvoll erachten und hier auf dieser Welt sehen möchten, aber auch unsere eigenen inneren Werte, unsere Talente und Begabungen werden uns jetzt bewusst, die wir jetzt mit Liebe
ins Spiel bringen können. Und zwar in Kombination mit Pluto, der für die Hingabe an diesen Moment steht, für das Hier und Jetzt. Wir sind hierher gekommen, um im Hier und Jetzt zu wirken. Und wenn wir das tun, dann kommt vieles in die Heilung. Und in dem 3.3. ist natürlich auch die Zahl 33 verborgen. 33 eine magische Zahl. Und an dieser Stelle möchte ich die 33-blättrige Rose der Plejaden nennen, die Heilungsenergien direkt aus der Quelle über die Plejaden zu uns auf die Erde strömen lässt und jetzt besonders intensiv und uns in diesem Aufstiegsprozess unterstützt. Und als letzte kraftvolle Energie möchte ich noch den Portaltag nennen, der ebenfalls am 3.3. stattfindet. Ein Portal, das sich öffnet, um die Saat auszubringen. Zum einen die Sternensaat, mit der wir uns immer mehr und mehr verbinden, beziehungsweise erkennen, dass wir selber eine Sternsaat sind. Und zum anderen dürfen wir uns bewusst werden, dass wir mit jedem unserer Gedanken sehen, eine Saat ausbringen. Und die äußere Welt versucht uns jetzt abzulenken und negative Gedanken manipulativ einzupflanzen. Wenn wir uns dessen bewusst werden, können wir uns darüber erheben, darüber hinwegsetzen und die positiven Gedanken, Wünsche, Herzenswünsche sehen. Und da wir im Moment so eine extreme hohe Lichteinschwingung haben oder Energieeinschwingung haben, kann es schnell vorkommen, dass sich unser Lichtkörper oder unser Körper damit überfordert fühlt, dass es zu Lichtkörpersymptomen kommen kann. Und was dann immer besonders hilfreich ist, dass wir uns unseren Lichtkörper bewusst machen. Jeder von uns hat einen Lichtkörper. Das ist wie eine Kugel um uns herum. Und der Durchmesser kann ganz unterschiedlich sein, ist individuell verschieden. Er kann einige Meter sein, aber er kann auch bis zu 30, 40 Metern sein oder darüber hinaus. Und wenn wir Lichtkörpersymptome haben, ist das oft ein Stau in unserem materiellen System. Und wir können dann dieses Licht oder diese Energie, wie auch immer sie sich zeigt, an den Lichtkörper weiterfließen lassen, indem wir uns das einfach vorstellen, dass die Energie aus unserem physischen Körper in den Lichtkörper, in diese große Kugel, die uns umgibt, hineinfließt. Und wir können das auch machen, zum Beispiel mit Hilfe des Atems, indem wir einen tiefen Atemzug nehmen und dann ganz bewusst aus dem Bereich, wo die Lichtkörpersymptome sind, ausatmen. Und der Ausatmen fließt dann in den Lichtkörper hinein. Was uns zudem sehr helfen und unterstützen kann, sind natürlich Meditation oder der Heilstrom. Und ich möchte euch jetzt gleich im Anschluss einladen zu diesem wundervollen Ort, dem heiligen See Rutupunamu zu gehen an diesem besonderen Tag und dort den Heilstrom durch uns fließen zu lassen. Einige von euch kennen den Rutupunamu bereits. Und für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, stelle ich ihn jetzt noch einmal kurz vor in dem Folgevideo und anschließend können wir gemeinsam den Heilstrom machen. Und diesen Heilstrom können wir immer wieder auch an dem Ort Rutupunamu machen. Speziell in diesem Monat lädt uns dieser heilige See dazu ein. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Freude dabei. Heute möchte ich dich einladen zu einem geheimen und sagenumwobenen Ort, der laut alten Überlieferungen mit zu den heiligsten Plätzen dieser Erde gehört. Tausende von Jahren war er geschützt, tief verborgen in einem magischen Wald, am entlegensten Winkel der Welt, im Herzen Neuseelands.
Man nennt ihn den Lake Rotopunamu. Viele Legenden ranken sich um diesen kraftvollen Ort, und so heißt es, dass dieser heilige See das Wasser des Lebens in sich trägt, welches sich wie ein Wirbel in ihm dreht, und dieser Vortex speist das heilige Wasser in das Chakrasystem der Mutter Erde ein. Auf diese Weise ist er verbunden mit den größten Kraftplätzen dieser Welt, zum Beispiel mit der großen Pyramide von Gizeh, dem Tafelberg Südafrikas, Machu Picchu in Peru, dem australischen Uluru, dem Mount Kailash des Himalaya-Gebirges oder dem Titicaca-See, um nur einiges zu nennen. Weiter heißt es, dass in dem See ein smaragdgrüner Stein verborgen liegt, eine Art Schlüssel, der Teil einer Dreierspirale ist, von denen die anderen Teile am heiligen Berg Mount Shasta in Kalifornien liegen oder im Brunnenkelch vom Glastonbury Tor, das zu Avalon führt. Legenden berichten auch, dass die Schätze des Sees von einem weiß-silbernen Drachen behütet werden, der die Mondenergien in sich trägt und der direkt mit dem goldenen Sonnendrachen des Lake Taupo verbunden ist. Auch sagt man, dass der Vortex des Rotopunamu uns öffnet für die Wahrnehmung der feinstofflichen Welt, so dass wir wieder in der Lage sind, die Naturwesen zu erkennen, die in Seen, Quellen, Flüssen, Meeren und Ozeanen wohnen, in Hügeln und Bergen, in Bäumen und Wäldern, Regionen, Inseln, Ländern oder ganzen Kontinenten, und die über eine lange Zeit hinweg in das Reich der Mythen und Märchen verbannt wurden. Auch kann uns die Vortex-Energie des Rotopunamu für solche Wesen öffnen wie Engel, Feen, Elfen, Einhörner, Drachen, Natur- oder Sternenwesen, denn sie alle warten darauf, den Bund mit dem Menschen wieder zu erneuern. Und so möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam zu diesem besonderen Ort, dem Lake Rotopunamu, hinreisen und dort meditieren, in Gedanken und in Stille, jeder für sich. Dies ist somit keine geführte Meditation, sondern eine nach innen gerichtete Meditation, die dich mit den Geheimnissen deiner eigenen mystischen Innenwelt verbindet und die sich nun offenbaren kann. Und so stelle oder lege dich ganz entspannt an den Rand des Rotopunamu. Lass deine Füße von dem weichen Wasser umspülen. Schließe die Augen, wenn du magst, und tauche ein in eine Welt voller Magie. Stets sind wir dabei beschützt vom Himmelsvater, unserer Erdenmutter und ihren Engeln. Und nun lauschen wir den musikalischen Klängen, den sanften Geplätschere des Sees, und wir öffnen unsere Herzen weit.